Am frühen Morgen war die Sonne gerade aufgegangen und die afrikanischen Graslandschaften erstreckten sich endlos in ihrer charakteristischen goldenen Farbe. Zwei Ranger, ein Mann und eine Frau, beginnen den Tag mit einer langen Patrouille tief in das Reservat hinein. Ihre Reise dauerte viele Tage und mit jedem Schritt, den sie von der Rangerstation entfernten, wurde es schwieriger. Auf ihren Schultern liegt die Verantwortung für den Schutz der Natur und die Pflege und Rettung der Lebewesen dieser riesigen Wildnis. Der Ranger trug vorsorglich eine Handsäge, medizinische Notfallausrüstung und eine Narkosepistole bei sich. Die Rangerin hatte Desinfektionsmittel, Wattestäbchen und ein Notizbuch vorbereitet, um jede Rettung festzuhalten. Die Wiese war am frühen Morgen friedlich, aber beide wussten, dass Frieden immer unerwartete Gefahren birgt. Das Zwitschern der Vögel hallte in der sanften Brise wider, vermischt mit dem Geräusch quietschender Räder auf der staubigen roten Schotterstraße. Sie besprachen die heutige Reise und sagten voraus, dass sie möglicherweise auf einige Herden von Tieren treffen würden, die auf der Suche nach Nahrung umherzogen. Obwohl sie nach vielen Tagen müde sind, strahlen ihre Augen immer noch vor Vertrauen und Verantwortung für die wilde Natur. Als sie tiefer in das Grasland vordrangen, entdeckten sie plötzlich neben einem kleinen Baum einen seltsamen Anblick. Ein erwachsener männlicher Löwe stand regungslos neben einem Baumstamm und schien von der Annäherung eines Menschen unbeeindruckt. Die beiden hielten sofort an, schauten genauer hin und stellten fest, dass von den Löwen weit und breit keine Spur zu sehen war. Die Rangerin runzelte die Stirn, die Regungslosigkeit dieses Raubtiers war völlig unnormal und signalisierte Gefahr. Sie näherten sich langsam, ihre Herzen klopften, während sie sich fragten, was mit dem Tier geschah. Als sie näher kamen, sahen sie mit Entsetzen, dass der Hals des Löwen in einem Ast feststeckte, der wie eine Zange hervorragte. Sein Körper war abgemagert, seine Augen waren geschlossen, seine Atmung schwach, als wäre er viele Stunden lang bewusstlos gewesen. Ein übler Gestank stieg auf, vermischt mit der dicken gelben Flüssigkeit, die aus seinem Hals und Gesicht sickerte. Der Ranger rief leise aus und vermutete, dass der Löwe hier seit mindestens 3 aufeinanderfolgenden Tagen festsaß. Vielleicht hatte seine Herde es schon vor langer Zeit verlassen und es kämpfte hilflos in einem Zustand verzweifelter Schmerzen. Sie sahen einander an, ihre Augen waren voller Anspannung. Sie wussten, dass es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelte, die schnelles Handeln erforderte. Sie konnten nicht zögern und schmiedeten sofort vor Ort einen Rettungsplan, um die geringe Überlebenschance zu nutzen. Die Rangerin näherte sich, nahm eine vorläufige Inspektion vor und legte ihre Hand leicht auf den Hals des Löwen. Sie schüttelte leicht den Kopf, die Wunde vom Ast war geschwollen, Blut und Flüssigkeit flossen ständig heraus. Der Ranger, der den Vorfall beobachtete, bestätigte, dass das Tier beim Versuch, seinen Körper am Baumstamm zu reiben, hängen geblieben sei. In seiner Verzweiflung wehrte sich das Tier heftig, wodurch die Wunde aufriss, dann verließen es allmählich seine Kräfte und es brach zusammen. Beide seufzten schwer, denn wenn es nicht sofort behandelt würde, würde es an Nekrose und Dehydration sterben. Das Schwierigste war jedoch, dass die Rangerstation 2 Tage entfernt war. Ohne Funkwellen konnten sie keine Hilfe rufen und waren daher auf sich allein gestellt. Die Rangerin umklammerte den Erste-Hilfe-Kasten fest, wohl wissend, dass ihr gesamtes medizinisches Wissen über dieses Leben entscheiden würde. Der Ranger blickte zurück auf die Handsäge, die er trug, und hatte insgeheim das Gefühl, dass dies seine einzige Chance war, sie zu befreien. Die beiden nickten einander zu und stimmten zu, an einer Mission auf Leben und Tod teilzunehmen, bei der jede Entscheidung entscheidend war. Zuallererst mussten sie während der Rettung für ihre eigene Sicherheit und die des Löwen sorgen. Die Frau bereitete das Betäubungsgewehr vor, zielte sorgfältig und feuerte eine ausreichende Dosis ab, um das Tier einzuschläfern. Der Löwe zuckte leicht zusammen, dann erschlaffte sein Körper, sein Kopf sank herab und er keuchte in einem Zustand der Bewusstlosigkeit. Der Ranger zog schnell eine Handsäge heraus und begann, den Ast abzusägen, der den Hals des Tieres eingeklemmt hatte. Die Schnitte der Säge hallten in der Stille wider, Schweiß rann ihm über die Stirn.
Die Rangerin beobachtete aufmerksam und war bereit zu helfen, falls es beim Absägen des Astes zu einem unerwarteten Zwischenfall kommen sollte. Schließlich knackte und brach der Ast und befreite den Hals, der viele Tage lang festgehalten worden war. Der Löwe wurde sanft auf den Boden gelegt, sein Körper war noch schlaff und vom Geruch des Todes erfüllt. Die Rangerin reinigte die Wunde sofort mit einer antiseptischen Lösung. Ihre Hände waren schnell, aber voller Anspannung. Die Wunde war wirklich schrecklich, das Fleisch am Hals war tief eingerissen, gelbe Flüssigkeit und Eiter hatten sich über die gesamte zusammengedrückte Haut verteilt. Sie verband die Wunde sorgfältig, um eine weitere Infektion zu verhindern, und verabreichte ihr dann eine Notfallinjektion mit Antibiotika. Die beiden legten den Löwen schnell auf eine Trage und brachten ihn in den hinteren Teil eines Spezialfahrzeugs. Sie befestigten seinen Körper mit Seilen, damit er während der holprigen Fahrt nicht verrutschte. Bevor sie gingen, legten sie etwas Trockenfleisch in den Käfig, in der Hoffnung, dass das Tier nach dem Aufwachen wieder zu Kräften kommen würde. Nachdem alles bereit war, stiegen die beiden Ranger ins Auto und begannen die beschwerliche zweitägige Reise, um das Tier zurück zur Station zu bringen. Das Auto rollte langsam davon und ließ das leuchtend gelbe Gras und den kleinen Baum zurück, an dem es feststeckte. Der Löwe im Käfig blieb bewusstlos und zuckte gelegentlich leicht vor Schmerzen, die tagelang anhielten. Die Rangerin sah ständig nach ihm und träufelte ein paar Tropfen Wasser auf seine trockenen Lippen, um es am Leben zu erhalten. Der Ranger konzentrierte sich darauf, auf der roten Schotterstraße zu fahren und jedes gefährliche, holprige Schlagloch zu überwinden. 2 lange Tage lang hielten sie abwechselnd Wache und warteten ängstlich auf jeden schwachen Atemzug des Tieres. Nachts bauten sie Zelte am Straßenrand auf und stellten Käfige in der Nähe auf, damit die Tiere leichter versorgt und überwacht werden konnten. Im flackernden Feuerschein schwiegen beide, ihre Gedanken erfüllt von der Hoffnung, es rechtzeitig zu retten. Am nächsten Morgen wachte der Löwe kurz auf, trank etwas Wasser und kaute ein paar kleine Fleischstücke. Es war ein seltenes Zeichen der Erweckung, das den beiden Rangern einen Seufzer der Erleichterung entlockte und ihre Entschlossenheit erneuerte. Schließlich sahen sie das vertraute Dach der Rangerstation, wo die eigentliche Heilung begann. Auf der Station waren Tierärzte vorbereitet und bereit, diesen besonderen Rettungsfall in Empfang zu nehmen. Der Löwe wurde sofort in den Operationssaal gebracht und erhielt eine tiefe Narkose, bevor seine schweren Wunden behandelt wurden. Der Arzt entfernte vorsichtig das abgestorbene Gewebe, reinigte die gelbe Flüssigkeit und stoppte die Blutung im komprimierten Bereich. Die Stiche wurden Stück für Stück fest zusammengenäht und schlossen die große Wunde am Hals und Gesicht des Löwen. Er erhielt intravenös Flüssigkeit und hohe Dosen Antibiotika und wurde dann zur Wiederbelebung auf die Intensivstation verlegt. Am nächsten Tag öffnete der Löwe seine Augen, leckte sich die trockenen Lippen und bekam nach vielen Tagen der Erschöpfung sein erstes Stück Fleisch. 2 Ranger standen mit vor Freude leuchtenden Augen vor dem Käfig und spürten die Ergebnisse ihrer Bemühungen. Es fraß langsam, aber seine Augen begannen vor Hoffnung aufs Überleben zu leuchten. 2 Tage später konnte es aufstehen und langsam ein paar Schritte in einem begrenzten Raum machen. Die Ärzte sind zufrieden und bestätigen, dass der Genesungsprozess besser verläuft als zunächst erwartet. 2 Ranger besuchen es jeden Tag und verbringen Stunden damit, zuzusehen, wie es zum Leben erwacht. Die gesamte Rangerstation war glücklich und betrachtete dies als eine denkwürdige Rettungsleistung. Eine Woche später wurde der Löwe zur weiteren Ausbildung in ein halbwildes Gehege gebracht. Hier begann es, sich mehr zu bewegen, und seine Muskeln gewannen nach vielen Tagen voller Schmerzen allmählich ihre Flexibilität zurück. Die Wunde an seinem Hals heilte und eine Schicht goldenen Fells begann zu wachsen und bedeckte die schrecklichen Wunden. Jedes Mal, wenn es die beiden Ranger zu Besuch kommen sah, näherte es sich und knurrte leise als freundliche Begrüßung. Am 10. Tag beschlossen sie, es zurück auf die Wiese zu bringen, wo es gefangen worden war. Das Auto rollte aufgeregt davon, der Löwe lag im Käfig, die Augen leuchteten heller als je zuvor. Als die Tür aufging, trat es langsam heraus, seine Füße standen fest auf dem gelben Gras. Es holte tief Luft, hob den Kopf und blickte in den weiten Himmel, als wolle es seine Rückkehr ankündigen.
Es drehte den Kopf und sein Blick blieb an den beiden Rangern hängen, die lächelnd in der Ferne standen. Dieser Blick schien eine tiefe Dankbarkeit auszudrücken, die sich ohne Worte ausdrücken ließ. Die beiden Ranger schwiegen, dieser heilige Moment hatte sich als Beweis ihrer Entschlossenheit tief in ihre Herzen eingebrannt. Der Löwe ging weg und verschmolz mit der weiten Graslandschaft, seine majestätische Gestalt verschwand am Horizont. Sie wussten, dass es von nun an sein wildes Leben fortsetzen würde, stark, frei und ohne die Ketten des Schmerzes. Auf dem Rückweg zum Bahnhof erinnerten sich die beiden immer wieder an diese herausfordernde und emotionale Reise. Sie verstehen, dass die Mission des Rangers nicht nur darin besteht, die Natur zu schützen, sondern auch dem Leben eine Chance zu geben. Es war ein Tag, den keiner von ihnen je vergessen würde, der Tag, an dem sie das Leben eines Königs der Prärie retteten.